Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. In diesem Gemälde stecken auf jeden Fall ganz viele Frühlingsgefühle und ich möchte mit euch heute einmal teilen, wie ich dieses Bild hier gemalt habe. Es hat einen richtig schönen, satten Farbauftrag und ich habe auch wieder goldenes Blattmetall benutzt, also es wird mal wieder richtig schön und strahlend. Also genau das, was man jetzt gerade braucht. Viel Spaß beim Anschauen. In dem Bild sind auch wieder ganz viele schöne Pastelltöne, zum Beispiel dieses schöne Puderblau oder dieses Neapelgelb hell, was ja so ein leicht gelbliches Weiß ist. Dann natürlich meine Gelb- und Ockertöne, ein schönes venezianisch Rosa und ein kühleres Rosa und natürlich ein Magenta. Das soll ja ein richtig schön verträumtes Gemälde werden, deswegen brauche ich einige Rosatöne. Und für den Kontrast habe ich hier wieder ein Painsgrau, was ich ja sehr gerne für Horizonte und etwas tiefere Töne in so Landschaftsgemälden verwende. Ein Ultramarinblau und natürlich ein gebranntes Umbra. Und dann habe ich hier auch noch so ein schönes, kühles Hookahs Green, weil ich damit meine Meeresfarbtöne gestalten möchte. Genauso wie dieses Sandbeige, das brauche ich einfach für fast jedes Bild. Ihr findet die Farben, die ich verwendet habe, wie immer in der Videobeschreibung. Ich hatte mir hier schon einige Werkzeuge rausgelegt, aber ich werde nicht alle davon benutzen. Ich habe hier einmal meine Auftragepinsel und werde auch nur 2 von den Malmessern benutzen. Dieses Malmesser habe ich bei Bösner gekauft und das ist eins, was ich sehr häufig benutze, genauso wie dieses. Man sieht es ihm ja auch schon an, dass es sehr oft benutzt wurde. Der Unterschied bei denen ist einfach, dass dieses von Bösner eine etwas flexiblere Fläche hat und somit sich noch mehr an die Leinwand anpasst. Also das ist mir da immer ganz wichtig, damit ich die Farben richtig einarbeiten kann. Und dann brauche ich natürlich noch ein Küchentuch. Ich hatte mir am Anfang meine Leinwand schon grob vorgezeichnet. Ich wollte auf jeden Fall unterhalb der Hälfte des Bildes meinen Horizont haben und habe jetzt erstmal angefangen, die etwas dunkleren Farbtöne einzuarbeiten und baue dann immer mehr auf. Und das Schöne ist, dass man die hellen da einfach mit dazu mischen kann und dann entstehen richtig schöne Zwischentöne. Das sieht jetzt alles natürlich sehr dunkel aus, aber gerade dieses tiefe Hooker-Screen ist ja wie so ein Flaschengrün und wenn man das mit helleren Farben mischt, dann entsteht ein richtig schönes, zartes Türkis und ich liebe einfach diesen Farbton. Also es ist am Anfang noch nicht ersichtlich, was später draus wird, aber vertraut einfach dem Prozess und dann wird das schon. So, jetzt fange ich nämlich an, die etwas helleren Farbtöne da direkt reinzumischen und ihr seht gleich, dass das wirklich so einen magischen Effekt hat. Also aus diesen ganzen dunklen Farbtönen werden auf einmal diese wunderschönen, zarten Pastelltöne, die so richtig verträumt aussehen. Und mir ist natürlich ganz wichtig bei den Acrylfarben, dass die auch eine schöne, satte Farbabgabe haben. Gerade diese Grüntöne und so, deswegen lege ich da auch Wert auf spezielle Marken. Ja, manche haben halt einfach eine sehr schöne Farbabgabe und die lassen sich dann auch besser vermischen mit den etwas helleren Farben. So, mit diesen Farbtönen wird das Bild jetzt so richtig schön aufgewärmt. Jetzt kommen meine ganzen goldenen und orange Farbtöne. Zusammen mit diesen warmen Rosatönen ergibt es so eine richtig tolle Sonnenuntergangsstimmung. Also, ich liebe das einfach.
Der nächste Schritt ist jetzt erstmal, dass ich die Farben mit meinem Malmesser verblende und das mache ich jetzt auch zwischendurch schon, bevor ich den kompletten Himmel fertig habe. Einfach damit mir nicht das Ganze zu schnell eintrocknet, weil das ja auch manchmal passieren kann. Ihr könnt natürlich auch einen Trocknungsverzögerer benutzen, wenn ihr Probleme damit habt, dass die Farben nicht lange genug geschmeidig bleiben. Und ich würde bei solchen Bildern auch immer empfehlen, dass ihr möglichst oft das Malmesser an diesem Küchentuch abstreift. Ich kann gar nicht sagen, wie viele von diesen Küchentüchern ich pro Bild so verwende, aber das sind manchmal echt einige. Wichtig ist es eben, dass die Farben nicht zu schmuddelig werden, sondern wirklich noch diese Strahlkraft haben und deswegen ist es eben notwendig. Man kann auch dieses Küchentuch ein bisschen anfeuchten. Ich mache da manchmal ein bisschen Wasser drauf, damit es leichter abgeht. Ich möchte euch an dieser Stelle auch gerne nochmal einladen, mir auf Instagram zu folgen. Also da gibt es manchmal noch ein paar mehr Einblicke hinter den Kulissen und so. Mein Profil ist natürlich in meiner Videobeschreibung verlinkt, also schaut da mal gerne vorbei, wenn ihr noch ein bisschen mehr Content sehen wollt von mir. Ich könnte ja in diesen ganzen Farbtönen des Himmels immer total versinken. Und ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, Das Mädchen mit dem Perlenohrring. Wenn ihr kunstbegeistert seid, dann kennt ihr den wahrscheinlich auch. Aber mich hat immer total inspiriert, dass da so gesagt wurde, ja, dass verschiedene Farben auch in den Wolken vorhanden sind und man halt ganz genau hingucken soll und sowas. Und ich versuche das in meinen Bildern auch immer umzusetzen. Hier habe ich zum Beispiel auch dieses Blau mit reingebracht, was so ein bisschen da noch durchscheint, einfach damit das Ganze frischer und interessanter aussieht. Und man kann da echt ganz viele zarte Farben mit einarbeiten, die alles immer nur so leichte Farbabstufungen sind. Weil wenn man wirklich mal in den Himmel guckt, dann sind da so viele unterschiedliche Farben. Das ist echt so schön. Und also ich träume mich da wirklich immer an so einen anderen Ort und das ist total friedlich, das dann so zu malen für sich mit diesem Malmesser. Das macht einfach auch Spaß. Also probiert das unbedingt einfach mal aus, so zu malen. Und dieses Bild ist natürlich auch wieder vom Impressionismus inspiriert. Falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, dass ich ein ganz großer Fan des Impressionismus bin. Und ich liebe einfach dieses Verträumte daran, dieses leicht Verwunschene. Und es hat mich auch als Kind immer schon begeistert. Also ich hatte damals auch schon von Renoir ein Buch und habe mir dann die Bilder da immer angeguckt und alles und fand das einfach immer ganz zauberhaft. Und ja, jetzt male ich so in dem Stil halt auch ganz gerne. Wobei ich das auch natürlich immer auf meine eigene Art interpretiere. Auch hier auf dem Wasser möchte ich halt so ein paar goldene Sprenkel haben. Nicht nur später mit dem Blattmetall, sondern auch mit der Farbe. Deswegen habe ich die da auch noch ein bisschen aufgetragen, auch hier an den Seiten. Hier wische ich natürlich mal wieder das Malmesser ab, was ich ja auch ständig gemacht habe bei diesem Bild. Und dann habe ich hier irgendwie ein bisschen zu viel Farbe aufgetragen. Da habe ich gleich am Anfang erstmal wieder die Hälfte davon runtergenommen. Das Gute ist, dass man das ja aufheben kann und dann für das nächste Bild oder so verwenden kann. Aber der Himmel sollte halt auch nicht zu beige werden. Deswegen, ja, manchmal trägt man halt vielleicht einfach ein bisschen zu viel auf. Und dann nimmt man es halt wieder runter und dann ist auch gut. Ich
Ich wollte auf jeden Fall, dass sich die Pfirsichtöne mit diesem Sandbeige zusammen so ein bisschen verbinden und genauso mit diesem Rosa. Und wie ich ja auch schon gesagt hatte, wollte ich da auch das Blau noch ein bisschen mit einbringen. Und dieses Neapelgelb hell ist dann natürlich auch oben mit drin, dass so ein leichter Farbverlauf entsteht. Hier oben sind jetzt auch noch mal ein paar Goldtöne mit dazugekommen und ich bin einfach total begeistert von dieser Struktur, die allein durch die Acrylfarben entstanden ist. Also man braucht gar nicht unbedingt immer eine Strukturpaste. Die Struktur kann man wirklich auch durch die Farben an sich ein bisschen kreieren. Ich bemale meine Gemälde ja immer rundherum. Also ich möchte, dass die Farbe, die oben drauf ist, sich an den Seiten wiederholt. Deswegen bemale ich hier einmal noch mal schnell meine Seiten. Und das hier sind jetzt auf der Leinwand nochmal die letzten Verbesserungen, die ich vornehmen möchte. Ich bin da wirklich sehr präzise und versuche überall da, wo ich so kleine Flecken an Licht und Leichtigkeit haben möchte, noch ein bisschen mehr Blau einzuarbeiten, damit das einfach ja in ganz vielen Farbtönen strahlt und interessant aussieht am Ende. Und hier habe ich auch noch mal die Sonne rausgearbeitet. Das ist einfach nur so ein ganz kleiner, heller Punkt, der so leicht rund aussieht und von ganz warmen, goldenen Farbtönen umgeben ist.
Und hier glätte ich auch noch mal manche Stellen oder ergänze Stellen, wo die Farbe nicht ganz aufgetragen ist. Also da gucke ich auch immer ganz genau hin, ob irgendwo noch freie Leinwand ist, damit ich die dann mit Farbe bedecken kann. Das Bild muss jetzt einmal komplett über Nacht durchgetrocknet sein und dann kann ich auch anfangen mit dem goldenen Blattmetall. Dafür habe ich jetzt hier meine Anlegemilch. Die trage ich erstmal mit dem Pinsel auf die Leinwand auf. Und ich versuche auch nicht zu viel Gold drauf zu machen. Es sollen wirklich nur so ein paar Sonnenstrahlen und so ein Funkeln auf dem Wasser sein. Deswegen bin ich da ein bisschen sparsamer mit. Man kann da auch immer noch mal die Anlegemilch so ein bisschen drauf sprenkeln. Das ergibt auch manchmal ganz schöne Effekte. Und dann kann man das auch noch mal mit dem Malmesser verteilen, damit die Konturen nicht so klar sind. Die Anlegemilch muss circa 25 Minuten antrocknen. Man kann zwischendurch auch immer mal ein bisschen testen, ob die Klebekraft schon erreicht ist. Also es sollte nicht zu stark kleben und auch nicht zu flüssig sein. Und als nächsten Schritt lege ich mein Blattmetall an. Da ist es manchmal ganz hilfreich, wenn man sich das vorher in der Hand schon so ein bisschen formt, damit es nicht so klare Abgrenzungen hat. Also wir wollen da ja keine klaren Linien, sondern es soll sich ja ganz natürlich in das Bild einfügen. Ich lege das manchmal nur am Rand an, also an der Kante, und dann reiße ich ein Stück ab und ziehe das dann mit diesem Rundpinsel so drüber. Also wie wenn ich das so einreiben würde quasi. Deswegen habe ich euch hier nochmal im Detail mitgefilmt, wie ich das genau mache, damit das halt wirklich nur so leicht aussieht. Tja, was soll ich sagen? Es ist einfach für mich wie der Frühlingsanfang, also so richtig schön warm und in Pastellfarben und fröhlich und einfach total wärmespendend. Also es ist immer wieder schön, solche Gemälde zu malen. Ich liebe es einfach. Ich habe extra für dieses Gemälde einen Rahmen bestellt in diesem schönen Blattgoldfarbton. Und ich finde, es passt einfach so mega gut mit diesem Blattmetall zusammen. Es ist wirklich ein Traum. Also gerade dieser Rahmen, der gibt dem Bild immer noch mal den letzten Schliff. Vielleicht konnte ich euch ja mit diesem Video auch zu einer Reise ins Traumland inspirieren. Das Gemälde ist auf jeden Fall inzwischen in meinem Etsy-Shop verfügbar und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Lasst mir sehr gerne einen Kommentar, ein Like und ein Abo da, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Da würde ich mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.